Hallo zusammen, heute begrüße ich euch vom Edelfrauengrab bei Ottenhöfen. Das liegt im Schwarzwald und zwar unterhalb des Karlsruher Grades. Und was es hier zu fotografieren oder zu sehen gibt und wie das ganze Gebiet zu seinem Namen kommt, das zeige ich euch nach dem kurzen Intro. Ja, ich bin jetzt hier ganz oben angekommen. Ich laufe in der Regel erstmal von ganz unten oder vom Parkplatz aus erstmal die komplette Strecke hin, um dann schon mal nach schönen Motiven Ausschau zu halten. Und dann, wenn ich dann am Ende angekommen bin, dann laufe ich erst den ganzen Weg zurück und nehme dann die ganzen Bilder auf, die ich mir dann vorgenommen habe. Ja, ich bin jetzt hier ganz oben und muss auch sagen, ich habe hier auch gleich mein erstes Motiv gefunden. Das ist ein herrlicher Wasserfall, der eine schöne Felswand runterkommt. Ich habe einen wunderschönen Vorgrund mit Steinen, mit Holz, die als Leading Line ins Bild hineinführen und hinten der Blick vom Wasserfall dann aus dem Bild hinausgeführt wird. Das heißt, momentan muss ich noch ein bisschen warten. Wir haben gerade sehr viel Sonne und die blendet direkt auf diesen, oder scheint direkt auf den Wasserfall und das ganze Bild wird dann ausgebrannt und dann wird es auch nicht gut aussehen. Aber jetzt geht die Sonne ein bisschen weg, deswegen nutze ich die Zeit gleich aus. Ich benutze hier nur eine 6er Blende, vielleicht gehe ich jetzt nochmal auf 8, weil ich einfach nicht so lange belichten will. Ja, ich gehe auf 4 sogar, auf eine 4er Blende, weil ich einfach nicht so lange belichten möchte, damit ich noch Struktur dann später im Wasser drin habe. Nun setze ich mir den Fokus einmal hier vorne hin, ups, daneben geklickt, passiert auch, einmal hier vorne hin. Merke, dass ich mir erstmal einen 2-Sekunden-Timer einstelle, weil durch die Berührung die Kamera ja ein bisschen wackelt und ich muss die Vibration erstmal ausschalten. Deswegen den 2-Sekunden-Timer. So, nun aber jetzt den Fokus hier nach vorne setzen. Dann den Fokus einmal in die Mitte setzen. Und als guter Letzt nochmal hinten den Hintergrund mit dem Wasserfall. Bin jetzt ein bisschen unterbelichtet. Spielt überhaupt keine Rolle, das kann ich dann später in den Tiefen hochziehen, aber umgekehrt geht es ganz schlecht, wenn man ausgebrannt ist, dann kann man nichts mehr retten. Gut, da habe ich auch schon mein erstes Motiv. Ich würde sagen, gehen wir einfach weiter und gucken, was es noch hier alles so gibt.
Ja, jetzt bin ich hier angekommen beim Edelfrauengrab. Das ist das Teil oder das Grab, was dem ganzen Gebiet den Namen gibt. Natürlich ist es kein richtiges Grab, es ist eine natürliche Aushöhlung. Aber laut der Sage war eine Edelfrau hier, die ihren Ritter oder ihren Ehemann betrogen hat, während er auf Kreuzzug war. Als er zurückkam, hatte die Frau 7 hässliche Kinder geboren. Und als Strafe wurde sie dann hier in diese Höhle eingesperrt und sollte da bis zu ihrem Lebensende drinnen verweilen. Ja, die Angestellten von der Frau fanden das nicht so toll und haben dann einfach den Fluss umgeleitet, dann der hier runter durch das Grab geht und die Frau dann ertrinken konnte und so von ihren Qualen befreit wurde. Das ist die Sage von dem Edelfrauengrab. Für uns natürlich auch gut. Wir haben hier noch ein schönes Fotomotiv und das werden wir jetzt nochmal aufnehmen. Ja, jetzt bin ich hier am letzten Punkt angekommen von dem Edelfrauengrab. Ist auch direkt der Wasserfall unter dem Edelfrauengrab, was ein super Motiv gibt. Man hat hier vorne im Vordergrund ein schönes Becken, wo der Wasserfall von oben reinspritzt. Ist natürlich nicht so schön, weil der Boden dadurch ein bisschen aufgewühlt ist und man kann nicht durchschauen. Man hat also nicht so einen tollen Vordergrund. Aus diesem Grund habe ich mir hier an der Seite ein kleines Blatt hingelegt, damit wir ein bisschen interessanten Vordergrund bekommen. Ist zwar nicht unbedingt nötig, aber es tut das Bild ein bisschen aufwerten. Ja, zur Komposition gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich will den Fluss ins Bild haben, den Wasserfall nach oben. Oben haben wir ein bisschen grünes Licht, wo die Sonne noch einfällt und bringt dadurch einen schönen Schein. Zu meinen Einstellungen an der Kamera gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich nehme einen Polfilter, probiere noch ein bisschen Spiegelung rauszubekommen. Man sieht es ja auch noch ein bisschen, aber nicht so dolle, weil die Sonne steht jetzt nicht mehr in einem 90-Grad-Winkel und dadurch arbeitet der Polfilter nicht mehr ganz so prickelnd, ein bisschen auf jeden Fall. So, ich möchte auch noch ein bisschen Struktur in dem Wasserfall haben, sodass es mehr Dynamik aussieht, nicht nur noch cloudy, also nur noch so neblig ist, sondern dass man noch ein bisschen Struktur hat und das fließende Wasser noch drin erkennt. Deswegen nehme ich eine kurze Belichtungszeit. Ich nehme jetzt eine Blende hier in dem Fall von 8, mache erstmal ein Bild vom Vordergrund, schaue es mir mal an. Ja, man sieht halt, der Hintergrund jetzt total überbelichtet, spielt auch keine Rolle, weil ich werde jetzt wieder mehrere Bilder machen. Hier vorne wird es mir sonst zu dunkel und deswegen mache ich dann lieber mehrere Belichtungen. Mache ich einmal hier vorne vom Vordergrund. Jetzt gehe ich von der Belichtungszeit ein ganzes Stück nach unten, so auf eine Sechstelsekunde. Gehe jetzt nochmal, fotografiere jetzt nochmal den Wasserfall direkt. Und jetzt sieht man auch, nichts mehr ist ausgebrannt. Ist einfach toll. Jetzt tue ich noch vielleicht die Position mal ein bisschen ändern, da ich ein bisschen mehr von oben noch mitbekomme. Ein bisschen vielleicht nach oben stellen. Aber im Prinzip ist das schon alles hier an der Stelle. Man kriegt wirklich ein super tolles Foto und ja, macht Laune. Einzigster Nachteil ist, das Wasser ist tierisch kalt. Die Füße sind eisekalt, außen schwitzt man, die Füße sind eisekalt. Man weiß nicht, ob man frieren oder schwitzen soll. So. Ja, das war es dann jetzt von der Stelle hier. Ich bin zufrieden bisher mit meinen Ergebnissen, was ich so bis jetzt am Display gesehen habe. Ja, ich lasse mich überraschen, was daheim ist. Ich will eine 1 aus diesem eiskalten Wasser langsam raus. Und dann ja, schauen wir einfach da mal, was dabei rausgekommen ist. Ja, so, jetzt bin ich am Ende des Edelfrauengrab Wasserfalls angekommen und ich muss sagen, mir gefällt die Location richtig gut. Es ist einfach nicht überlaufen hier, das ist einfach nicht bekannt. Ist zwar ein sehr kleiner Wasserfall und um an manche Stellen zu kommen, muss man ganz schön durchs Wasser warten, aber das ist auch wie ein kleines Abenteuer. Macht mir persönlich richtig Spaß
und vor allem es ist stressfrei. Nicht, dass man dauernd überall Fotografen oder andere Leute vor der Linse hat. Ansonsten, wenn ihr herkommt, was ganz wichtig ist, ist Mückenspray, Insektenspray. Also ich bin so zerstochen, ich blute überall. Das sind richtig biesige Dinge hier. Also nicht vergessen, so Anti-Zecken, Anti-Mückenzeug, ganz, ganz wichtig. Dann solltet ihr mitbringen Gummistiefel oder Taucherschuhe oder irgendwas, wo man definitiv durchs Wasser auch laufen kann. Weil um an manche Stellen zu kommen, solltet ihr auf jeden Fall durchs Wasser gehen, dass ihr hier schöne Bilder bekommt. Ansonsten diese Location, ich kann sie nur empfehlen, ist ein Besuch wert und ihr könnt es auch gut mit einer Tagestour zum Beispiel zu den Allerheiligen Wasserfällen, die Luftlinie 6,5 Kilometer von hier sind, zusammenbringen oder zum Mühlenwanderweg, der hier direkt auch beim Beginn der Wasserfälle startet, wo man richtig alte historische Wassermühlen noch fotografieren kann. Das kann man alles miteinander verbinden, also ist einfach nur traumhaft die Gegend. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, die Klingel zu betätigen und auf jeden Fall nicht vergessen zu subscriben. Hier oben seht ihr auch dann die nächsten Links eingeblendet zu den nächsten Videos. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.